Hallo und willkommen beim Filmgemauze. Der junge, noch unerfahrene Lieutenant Jeff Knight kommt direkt von der Militärakademie nach Vietnam. Er landet dort an einem Stützpunkt der 173. Airborne, die ein nicht kommunistisches Dorf verteidigen, auf das der Vietcong bereits ein Auge geworfen hat. Dort angekommen wird er zuerst mit Ablehnung abgestraft, da die Fluktuation der Kommandanten recht hoch ist und man ihm bereits ansieht, dass er sehr unerfahren ist. Und dies zeigt sich auch bei den ersten Patrouillen, bei denen er von einem Fettnäpfchen ins nächste steigt und als er dann letztendlich noch eine Sprengfalle auslöst, die ihn direkt ins Lazarett katapultiert, ist es am Ende doch sein eiserner Wille, der ihn wieder zurückbringt, um sich seinen Männern zu beweisen und vielleicht auf das zu hören, was erfahrene Soldaten zu sagen haben, die schon länger die Hölle des Krieges durchmachen müssen. Platoon Leader ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1988 unter der Regie von Aaron Norris, das hauptsächlich in Südafrika gedreht ist, mit einer Spiellänge von 97 Minuten. Um den Film besser einzuordnen, muss man ein wenig weiter ausholen. Der Film ist ein Produkt der Canon Films Produktionsfirma, welche in den 80ern viele B-Movies veröffentlichte und zu denen auch Platoon Leader zählt. Und es gab in den 80ern einen regelrechten Boom an Filmen zu dem Thema Vietnamkrieg, ausgelöst zuerst durch Apocalypse Now 1979, aber auch gefolgt von anderen Antikriegsdramen wie Platoon oder Full Metal Jacket, Hamburger Hill, aber auch durch den 1985er John Rambo gab es dann eine weitere Welle an Filmen, bei denen die Cover immer mehr durch muskelstrotzende Männer dargestellt wurden, bei denen die Women immer größer wurden. Und das Beispiel wäre hier zum Beispiel die Dschungelratten 1 und 2. Und Platoon Leader reiht sich hier mehr irgendwo dazwischen ein. Es ist Actionfilm, aber er versucht auch, dadurch, dass die Handlung des Films lose an das Buch von James R. Donner basiert, der mit seinen Erfahrungsberichten aus Vietnam hier die Basis für das Ganze geliefert hat. Man versucht hier geerdeter vorzugehen und versucht nicht den Film darzustellen, als könnte man rückwirkend den Vietnamkrieg im Alleingang gewinnen. Es ist kein tiefschürfender Film, es ist aber auch kein tolldreistes Männerabenteuer. Es zeigt viel mehr, wenn das Grauen des Krieges zur Routine wird und die stumpfsinnige Abfolge der immer gleichen Ereignisse dargestellt werden. Das kann der Film recht gut aufzeigen. Insgesamt wurde der Film von Aaron Norris, den wir in der Regie haben, der Bruder von Chuck Norris, mit dem er ja auch einige Filme, wie zum Beispiel eben auch für Canon Films, die Missing in Action-Reihe drehte, handwerklich gut umgesetzt, da kann man nichts sagen, praktische, handwerklich gut gemachte Effekte, gerade heutzutage, indem man im Blockbuster-Bereich immer mehr mit CGI zugeknallt wird, ist sowas fast schon wieder erfrischend zu sehen, rückwirkend. Also auf der Ebene funktioniert der Film relativ gut. Die Darsteller, wir haben hier einen Tony Pierce als Schultz, wir haben einen Robert F. Lyons als Sergeant Michael McNamara und wir haben einen Michael Dudikoff als Lieutenant Jeff Knight. Dudikoff dürften die meisten von euch noch aus den 80ern von der American Ninja-Reihe kennen, bei uns auch unter American Fighter oder vielleicht noch aus dem Film Night Hunter. Dudikoff, der hauptsächlich in B-Movies in den 80ern bis den ausgehenden 90ern tätig war, ist ein
Schauspieler, der in seinem Können zwar etwas, sagen wir mal, limitiert ist, aber gerade hier in dem Film Platoon Leader eigentlich eine seiner besten Leistungen abliefert. Man nimmt ihn, den Frischling, der neu an die Kriegsfront kommt, relativ gut ab. Es gibt zwar hier keine Martial Arts Kampfanlagen, die musste er sich bei dem Film sparen, aber trotzdem kann er die Rolle mal gut darstellen, bis zu einem bestimmten Grad der Möglichkeiten. Die anderen Darsteller sind teilweise ein bisschen plakativ. Sie machen ihre Rolle zwar gut, aber wir haben halt hier mit den üblichen Stereotypen zu kämpfen, die man aus solchen Filmen kennt. Ähm, Im Großen und Ganzen, auch wenn der Film sicherlich nicht die bewegendste Handlung und auch nicht die tiefschürfendste Handlung besitzt, er hat zumindest einige Ansätze, wo er auch provokativ den Krieg in Frage stellt. Man sieht Szenen, die durchaus den Krieg eben nicht als heroisch darstellen, sondern als das Grauen, dass er halt wirklich war, ein sinnloser Krieg. Und das macht der Film eigentlich recht gut. Ähm, Ohne aber dabei zu sehr in die Action abzudriften. Es gibt zum Beispiel auch Szenen, in denen die Soldaten lieber in einem höheren Grasfeld in Deckung gehen, als gegen eine Übermacht des Vietcong direkt sich in ein Gefecht zu stürzen. Das ist realistisch, das ist geerdet und das funktioniert auch recht gut. Aber der Film hat trotzdem natürlich nicht die Tiefe oder die Weite und die gleiche Ebene wie zuvor gesagte Filme als Platoon oder Apocalypse Now. Im Großen und Ganzen eigentlich in Ordnung. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten und naja, damit wären wir dann auch am Ende dieser Review. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und viel Spaß mit dem nächsten Film eurer Wahl. Ciao.